Luise? Ja? Du musst heute ein Loaded Envelope machen. Warum? Ja, warum? Weil das so auf der Promptliste steht. Da steht für heute Loaded Envelope. Ich will aber nicht. Ja, wie? Du willst nicht. Kannst du doch nicht machen. Da warten die doch jetzt alle drauf. Ja und? Ich will aber nicht. Ich will das nicht machen. Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, Luise Heinzel, und du bist hier gelandet beim Junk Journal Tutorial Adventskalender. Ja, was macht man denn, wenn man sich im Vorfeld 24 Prompts überlegt hat für 24 Adventskalender-Videos und 24 Tutorials und dann plötzlich, während man diese ganze Chose aufnimmt, merkt man, Mist. Diese Sache mit dem Loaded Envelope ist ja ganz cool, aber ich habe da eine viel bessere Idee. Was macht man dann? Was soll man dann machen? Ja. Ihr Lieben, ich werde heute von meinem Plan, einen Loaded Envelope zu machen, etwas abweichen, weil mir etwas unter die Nase gekommen ist, die mir heute irgendwie ziemlich juckt, ich weiß auch nicht warum, was eine viel, viel bessere Idee ist, als die ich ursprünglich hatte. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass wir heute keinen Loaded Envelope machen. Was ist denn eigentlich ein Loaded Envelope, beziehungsweise was wäre es gewesen? Ein Loaded Envelope ist normalerweise so ein Ding, ich blende euch mal hier ein Foto ein von der lieben Shana, die hat mal einen Loaded Envelope gemacht und zeigt diesen auch auf ihrem YouTube-Kanal. Das Video verlinke ich euch mal unten, falls ihr Interesse habt, euch das anzuschauen. Wie ihr seht, das ist ein, ja, so ein mehrschichtiger Umschlag sozusagen mit mehreren so Fächern, wie man da sehen kann auf dem Bild. Und in diesen sind dann verschiedene kleinere Elemente eingesteckt. Das kann man für ein Junk Journal ganz wunderbar benutzen, wenn man viele so kleine Ephemera-Teile hat, die man irgendwo auf einer Seite unterbringen möchte. Es ist ein bisschen auch, wie soll ich mal sagen, so eine überfüllte Sache, wo man ja auch Sachen unterbringen kann, die man später vielleicht wieder rausnimmt und an anderer Stelle in sein Journal unterbringt. So, das ist ja eigentlich ganz cool, ne? So, also wenn man sich das da so anguckt, was die Shana gemacht hat, dann denkt man sich, oh, das könnte man ja eigentlich mal machen. Und da fragt man sich vielleicht, ja, aber warum macht sie das jetzt nicht? Ja, der zweite Prompt auf der Liste für heute ist ja Hexe. Und wie ihr vielleicht wisst, habe ich vor kurzem in meinem Etsy-Shop einen neuen Artikel eingestellt. Das ist ein Hexenpapier, also alles zum Thema Hexen. Ja, so. Und diese beiden Dinge wollte ich eigentlich kombinieren, weil ich nämlich auch ein Hexenjournal gemacht habe, noch in dieser Phase, wo ich diese 24 Tutorials aufgenommen habe. Uah! So, und den wollte ich eigentlich in dieses Hexenjournal integrieren. Jetzt ist das aber so gekommen, dass ich auf einem anderen YouTube-Kanal ein Tutorial gesehen habe für so ein kleines Mini-Journalchen, was aus Briefumschlägen gemacht ist. Und da habe ich mir gedacht, ich könnte vielleicht versuchen, das miteinander zu kombinieren. Also zum einen mein neues Hexenpapier zu verwenden und zum anderen eben aus diesen Briefumschlägen dieses eben sozusagen nachzumachen. Ja, das ursprüngliche Tutorial, von dem ich hier rede, was ich gesehen habe, war von der lieben Barbara. Ich hatte euch von ihr schon mal erzählt, sie ist 49 Dragonflies auf YouTube. Ich habe euch das Video, von dem ich gerade rede, auch da unten verlinkt. Und ja, da habe ich das Video angeschaut und habe mir gedacht, oh, das schaut ja wunderbar aus. Habe ich da einen kleinen Kommentar hinterlassen unter dem Video. Und dann hat die Barbara geschrieben, ja, ich würde gerne mal ein Video von dir dazu sehen, wie du diese Sache umsetzen würdest. Ja, danke, Barbara. So war es dann passiert. Ich hatte dann zuerst ihr geantwortet und geschrieben, ja, es tut mir leid, ich würde das auch gerne mal machen, aber ich habe im Moment so viel zu tun mit meinem Adventskalender, was ja auch der vollen Wahrheit entsprochen hat. Und dann irgendwann über Nacht ist mir der Gedanke gekommen, warum nicht das beides kombinieren?
Ich habe jetzt also versucht, dieses Tutorial von der Barbara sozusagen nachzuahmen auf meine eigene Art und Weise. Dazu sei gesagt, ich habe das vorher noch nie gemacht, also bitte habt etwas Geduld und Rücksicht mit mir, wenn ich euch das jetzt gleich zeige, wie ich das gemacht habe. Und ja, nichtsdestotrotz kann man aber auch einen kleinen Loaded Envelope in eben dieses Mini-Journalchen, was aus Briefumschlägen gemacht ist, einbauen. Also das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen kompliziert. Ihr werdet es jetzt in ein paar Sekunden in diesem Video-Tutorial sehen. Ich hoffe, das ist okay für euch, dass ich mich jetzt hier nicht so ganz an die Regeln halte. Und ich hoffe, dass ihr ganz viel Spaß damit habt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Los geht's. Ja, ihr Lieben, hier ist es also, Türchen Nummer 22. Also die Prompts für heute werden wir mal gekonnt ignorieren, zumindest diesen hier, Loaded Envelope, weg damit. Aber der Prompt Hexe bleibt natürlich trotzdem bestehen. Ich habe hier neben einem etwas kuriosen Teil auf meinem Schreibtisch, was hier mal schnell weg muss, noch diese Schnur und einige andere kleine Elemente, die ich später zur Verzierung benutzen möchte. Das sind hier so ein paar Perlen und so ein kleines Metallblumenelement. Dazu erzähle ich euch später noch ein bisschen mehr. Wenn ihr dieses Tutorial nachmachen wollt, dann braucht ihr als allererstes mal verschiedene Arten von Briefumschlägen, verschiedene Größen vor allen Dingen. Dazu sage ich euch aber gleich auch noch genaueres. Ein bisschen Papier, wenn ihr wollt, neutrales Papier, und zum Dekorieren könnt ihr dann entweder, so wie ich jetzt hier, ein digitales Papier benutzen oder eben ja, andere Papiere, die ihr aufkleben könnt, die euch gut gefallen, Scrapbooking-Papier oder was auch immer. Für die Basis für dieses kleine Journal, was wir heute machen wollen, brauchen wir erstmal 3 Briefumschläge. Ihr seht hier nur 2, ich weiß. Ich bin doch imstande zu zählen, aber ja, lasst es uns Schritt für Schritt machen, ansonsten wird man ein bisschen konfus. Also, als erstes nehme ich mir diese 2 Briefumschläge und schneide mal diese kleinen Schnupsis da oben ab. Ihr seht, da hat jeder Briefumschlag oben in den Ecken so ein kleines Ding. Das müssen wir abschneiden, denn wir wollen jetzt gleich diese 2 Briefumschläge ineinander kleben, sodass ja, wie eine Art Journal Cover entsteht. Und damit man das vernünftig da reinstecken kann, muss man diese kleinen Dinger abschneiden. Ansonsten ist das eine riesige Friemelei und man kriegt sie auch dann nicht richtig ineinander gesteckt. Ihr seht schon, ich probiere jetzt hier erstmal aus, ob das gescheit funktioniert, bevor ich da Kleber drauf gebe. Das würde ich euch unbedingt empfehlen, dass ihr euch da das zuerst mal da so reinsteckt, bevor ihr das festklebt. Das hier sind jetzt 2 DIN-Langumschläge und ich nehme jetzt einfach ein bisschen flüssigen Kleber, und zwar deshalb, sage ich euch gleich noch, weil man das besser, also ich bin confused, sorry, ich nehme ein bisschen flüssigen Kleber und tue das bei dem einen Briefumschlag auf diese Lasche, oder wie sagt man da. Dann verteile ich das mit meinem Finger und jetzt stecke ich das in den anderen Briefumschlag, wie ihr hier seht, so rein. Und das ist auch schon der Grund, warum ich hier flüssigen Kleber benutzt habe. Denn jetzt habe ich die Chance, das noch ein bisschen hin und her zu schieben und das mit der Falz von dem anderen Briefumschlag in eine Linie zu bringen. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel Prittstift genommen hätte oder einen anderen, ja, ähnlich trockenen Kleber, sagen wir mal, dann wäre das nicht möglich. Ich weiß, dass sich hier dieses Papier jetzt relativ stark wellt. Ihr werdet das jetzt gleich eventuell auf der Rückseite noch sehen. Ja, schaut mal da. Das wellt sich sehr stark durch diesen flüssigen Kleber. Mit Prittstift hätte sich das sicherlich nicht so stark gewellt, aber da lässt es sich auch nicht so gut handeln. Da ich jetzt später diese Briefumschläge noch dekorieren möchte, ist mir das da an der Stelle erstmal wurscht gewesen, dass sich das so wellt, weil es kommt ja noch anderes Papier drüber. Jetzt kleben wir einfach diese zweite Lasche, ja, auf den anderen Briefumschlag, oder? Also, dass wir quasi diese beiden Briefumschläge komplett miteinander verbunden haben. Hier habe ich jetzt Prittstift genommen, weil ich ja hier das einfach nur umklappen und festkleben muss und nichts hin und her rücken. Also da gibt es ja keine variable Position dieser Lasche. Das müsst ihr dann einfach eben umklappen, sodass ihr dann beide Briefumschläge miteinander verbunden habt. Das Ganze schaut dann so aus. Ihr habt jetzt innen diese 2 offenen Teile und außen, ja, ist es so. Ich empfehle euch, außen das wirklich gut festzudrücken und vor allen Dingen ein bisschen zu schauen, wo ist jetzt dieser Schlitz da, beziehungsweise was macht dieser Schlitz.
Ich glaube, es ist eine gute Idee, das im geschlossenen Zustand erstmal trocknen zu lassen. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, das seht ihr in diesem Video nicht. Aber im Nachhinein habe ich festgestellt, dass das besser gewesen wäre, weil ihr dann einen besseren Buchrücken im Grunde genommen kriegt. Das ist ja kein richtiger Rücken, es ist ja nur dieser kleine Knick. Aber dieser Knick, der wird dann einfach irgendwie besser, wenn man das, glaube ich, wenn man das geschlossen trocknen lässt. Den dritten Briefumschlag klebe ich jetzt hier so dran. Das war erstmal gar nicht so einfach. Ich habe wirklich überlegen müssen, wie halte ich das jetzt fest, dass ich das jetzt da drauf kriege. Also, ihr seht schon, ich probiere da so ein bisschen rum. Denn wie gesagt, wenn ihr da Prittstift drauf macht, dann bappt das ja sofort fest und ihr könnt das nicht mehr so richtig gut hin und her bewegen. Ihr müsst jetzt aber versuchen, diesen Briefumschlag sowohl an der langen Kante mit der Falz des neuen Briefumschlags auszurichten und auch natürlich oben und unten sollte es bündig sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein bisschen Friemelei. Wenn man es dann fertig hat, schaut es so aus, sodass man jetzt den zuletzt dran geklebten Briefumschlag wie so eine kleine Klappe nach innen schlagen kann. Das schaut jetzt erstmal noch ein bisschen komisch aus, wartet bitte ab, das wird später ganz cool. Ja, auch das sollte man dann vielleicht gescheit trocknen lassen. Auch das habe ich hier nicht getan. Ich habe direkt weitergemacht. Ich glaube, es wäre besser gewesen, man hätte es wirklich trocknen lassen. Jetzt habe ich dann für diese Außenseite sozusagen mit verschiedenen Größen von Briefumschlägen erstmal herum experimentiert. Erstmal in dieser nackten Optik sozusagen. Entschuldigung. Bis ich dann zu dem Entschluss gekommen bin, dass doch dieser hier in der Mitte gefaltet mir am besten gefällt. Also das ist auch ein DIN-Langumschlag, den ich jetzt einfach nur in der Mitte gefaltet habe. Und dass ich jetzt 2 Taschen erhalten kann durch diesen Briefumschlag, schneide ich mir das in der Mitte hier so ab. Wie ihr seht, kann ich das jetzt so zuklappen und hier so drum legen und kann dann beide von diesen kleinen Taschen gescheit öffnen. Ihr könnt jetzt für das Äußere natürlich die Briefumschläge nehmen, erstens, die ihr habt, zweitens, die euch gut gefallen. Drittens, ja, ihr könnt euch auch einfach Karten oder sowas nehmen. Das müssen nicht unbedingt Briefumschläge sein. Also das, was jetzt außen drauf kommt, dieser Briefumschlag mit den 2 Taschen und diese gelben hier, das ist jetzt im Prinzip optional. Also das könnten auch genauso gut kleine Tags sein, die ihr aneinander geklebt habt oder irgendwelche Geschenkanhänger, Karten. Zum Beispiel diese faltbaren Grußkarten würden natürlich auch gehen. Oder ihr faltet euch eben aus einem Stück Papier, was euch gut gefällt, selber etwas. Das Einzige, was ich euch empfehlen würde, ist das, dass ihr diese beiden äußeren Teile nicht zu dünn macht. Denn das schaut hinterher wirklich ein bisschen komisch aus. Diese 2 Teile werden später auch Teil des Covers sozusagen sein. Also zumindest für mein Empfinden ist das so. Und wenn ihr das dann zu dünn macht, dann, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber das schaut dann wirklich richtig eigenartig aus. Ich hatte das erst probiert, das sieht man jetzt hier im Video nicht, einfach so ein dünneres Papier außen rum zu tun, aber das schaut wirklich nicht schön aus. Und es fühlt sich auch vor allen Dingen nicht schön an. Hier habe ich jetzt diese beiden Briefumschläge, diese gelben, wie ihr seht, aneinander geklebt und habe da einfach ganz schmal davor hergeschnitten, sodass da auch nochmal 2 Taschen entstehen, in die man später dann noch etwas hineinstecken könnte. So, dann habe ich mir das erstmal weggelegt und habe mir gedacht, ich muss jetzt erstmal einen Eindruck kriegen, wie mein kleines Journal von vorne aussehen soll. Deswegen habe ich mir hier mein Hexenpapier genommen und das, was ich da jetzt gerade mache, ist nichts anderes, als zu versuchen, mir vorzustellen, welchen Teil dieser Seite ich auf dieses Frontcover haben möchte. Ihr seht, ich lege jetzt rechts diesen Briefumschlag drauf. Das hat nur den Sinn, dass mir das optisch auf der rechten Seite abgedeckt ist, dass ich das nicht mehr sehe und nicht mehr im Blick habe, sodass ich mir das ungefähr vorstellen kann. Und dann habe ich mir die anderen Briefumschläge, die da drüber kommen, nochmal dahin gelegt, um eben festzustellen, welchen Ausschnitt ich da nehmen möchte. Ich finde, das ist eigentlich ganz cool, wenn man so ein digitales Papier verwendet. Also nicht nur, dass ich selber total verliebt bin in dieses Hexenpapier aus meinem eigenen Shop. Entschuldigung, wenn sich das arrogant anhört, aber das schaut halt einfach total geil aus. Es ist trotzdem eine schöne Erfahrung, wenn man so ein digitales Papier nimmt, weil man plötzlich merkt, wie alles so zusammenkommt. Also wenn ihr diesem Tutorial noch ein bisschen weiter zuseht und lauscht, werdet ihr später sehen, wie schön sich das alles ineinander fügt. Und das ist irgendwie, ja, also ja, wartet mal ab. Ich sollte hier nicht zu viel herumschwärmen über dieses Projekt, aber das ist wirklich eine total schöne Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob die Originalidee von der Barbara von 49 Dragonflies wirklich stammt oder ob sie die auch von jemand anderem hat, keine Ahnung. Aber egal, wer sich das ausgedacht hat, es ist eine total schöne Sache und vor allen Dingen ist es nicht so ein Riesenprojekt.
Das kann man mal irgendwie an einem Tag fertigstellen und es ist vor allen Dingen, finde ich, auch ein schönes Geschenk, wenn man irgendwas Kleines, ja, Kleines Besonderes und Handgemachtes verschenken will. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe jetzt erstmal rundherum die ganzen Kanten von diesen zusammengeklebten Briefumschlägen distressed. Ich habe das jetzt erstmal relativ leicht nur gemacht, damit ich erstmal so einen kleinen Rahmen da kriege. Ich werde das später an gewissen Stellen noch intensivieren, aber ich wollte nicht, dass mir von Anfang an dieser Rahmen zu dunkel wird. Deswegen habe ich das jetzt erstmal so gemacht. Aber wenn ihr das distressen wollt, dann solltet ihr natürlich die Kanten erstmal distressen, bevor ihr was aufklebt, damit genug von der Distress-Tinte unter das aufgeklebte Papierelement kommt. Und dann könnt ihr im Nachhinein, wie ihr eben gesehen habt, immer noch das Ganze etwas intensivieren, wenn euch dann die Ecken von diesen einzelnen Rechtecken sozusagen, die da entstehen, zu hell sind, dann könnt ihr das immer noch ein bisschen variieren und ein bisschen dunkler machen. Für das Innenteil, also für diese beiden Innenteile sozusagen, also ja, ich kann das schwer erklären, ihr seht das ja schon, habe ich da jetzt einfach eine weitere Seite von meinem Hexenprintable zerschnitten und habe das da aufgeklebt und genau das gleiche mache ich jetzt auch für diese weiteren leeren Elemente sozusagen. Und ich klebe das natürlich logischerweise so auf, ich weiß jetzt nicht, ob man das im Video so wahnsinnig gut sehen kann, dass das nur auf dem äußeren Ding von dem Briefumschlag ist und dass diese Taschen noch erhalten bleiben. Also das ist aber ja irgendwie logisch, oder? Also, aber sei nur mal gesagt, falls irgendjemand das nachmachen möchte und davor sitzt und nicht weiß, wie groß das muss. Ich habe das jetzt einfach per Augenmaß anhand der Größe des Briefumschlags ein bisschen kleiner geschnitten, als der Briefumschlag ist. Und das mache ich auch mit allen anderen Elementen. Also das, was ihr jetzt hier seht, dieser äußere Briefumschlag, da nehme ich mir auch einfach mein Papier, zeichne mir das an, wie groß der Briefumschlag ist und dann schneide ich mit der Schneidemaschine einfach ein ganz kleines bisschen mehr ab, als ich eigentlich müsste, also als meine Markierung wäre, sodass dieses Teil etwas kleiner wird als der Briefumschlag. Wie ihr seht, ich messe da nicht, wer weiß wie umeinander, denn ihr wisst, ich hasse Messen. Ich kann mich da nicht mit einem Lineal hinsetzen und sagen, das ist jetzt 15,74 cm und das muss jetzt irgendwie 12,3, Entschuldigung, aber das geht nicht. Ihr seht, ich nehme das, was ich vorher geschnitten habe, als Schablone und schneide einfach mit diesem Papier, was ich vorher geschnitten habe, die Größe des anderen. Ihr könnt das selbstverständlich penibelst ausmessen, aber wenn ihr da auch keinen Bock drauf habt, so wie ich, dann könnt ihr das auch einfach da so drauflegen und euch mit ein paar Strichen und einer Schneidemaschine helfen. Auch diesen äußeren Briefumschlag habe ich jetzt erstmal rundherum ein bisschen so braun gemacht und auch innen. Der bleibt zwar innen später erstmal so, aber ich habe das trotzdem schon mal gemacht, damit ich da später nicht nochmal meine Distress Ink rausholen muss. Egal, was da später innen passiert, dann habe ich diesen Schritt schon mal in einem sozusagen erledigt. Und hier seht ihr jetzt, wenn man das aufklebt, entsteht eben so ein kleiner Rand. Und durch das Distressen ist dieser Rand dann eben nicht mehr weiß. Also ihr müsst dann, wenn ihr das auch so machen wollt, bitte die Distress-Tinte so weit nach innen ein- oder ausblenden, je nachdem, rein ins Innere oder, ja, ihr wisst schon, was ich meine, dass das eben da braun bleibt, braun wird. Meine Güte, was ist denn heute mit mir los? Ihr versteht mich schon. Dass eben nicht mehr dieser weiße Briefumschlag zu sehen ist. Man könnte natürlich auch sagen, okay, ich möchte, dass dieser weiße Briefumschlag zu sehen ist und es überhaupt nicht distressen und dann hat eben dieses Papier rundherum überall so einen weißen Rand, was ja auch unter Umständen verhältnismäßig edel aussehen könnte. Das wäre auch vielleicht eine Möglichkeit und könnte mit Sicherheit zu dem ein oder anderen Papierdesign auch nicht schlecht aussehen. Ja, hier hatte mir das jetzt aber überhaupt nicht in den Kram gepasst, weil ihr seht schon, die Elemente auf dem Papier sind auch sehr beige und sehr teilweise vintage, trotz dieser Orchideenfarbe und trotz dieses Fahns und so weiter, dieser bunten Elemente da drauf, ist es doch sehr vintage und es schaut sehr nach altem Papier aus. Und diese ganzen Elemente, die ich da digital auch übereinander gelegt habe, da sind ja so kleine Cluster und Collagen in dem Papier, auch das ist ja alles aus Papier. Also ja, ich habe da so alte Briefumschläge eingescannt und habe die dann übereinander gelegt digital in mühseliger Kleinstarbeit und dazu passt mir einfach jetzt kein weißer Rand. Also versteht ihr, wie ich das meine? Das muss einfach braun distressed sein, ansonsten schaut es komisch aus. Ja, diese kleinen Taschen stammen ebenfalls aus diesem Hexenkit. Also das ist ein Ephemera Pack, was eben zu diesen Seiten sozusagen gehört, wo man dann sich diese kleinen Elemente natürlich auch herausnehmen kann, um jetzt zum Beispiel innen noch eine Tasche zu erschaffen auf diesem kleinen Briefumschlag. Ich habe jetzt wirklich versucht,
so viele Einsteckmöglichkeiten zu machen wie möglich. Das war zuerst mein Plan. Auch dieses Vorderteil, was ich jetzt da gerade aufklebe, wollte ich zuerst als Tasche aufkleben. Dann ist mir aber zwischendurch der Gedankenblitz gekommen, Moment, Luise, da kommen ja noch Seiten rein. Also seid jetzt nicht verwirrt, bis jetzt ist das ja noch kein Journal, aber später kommen da noch Seiten rein. Und dann habe ich mir gedacht, diese 2 Briefumschläge, die dann später das Journal bilden, also seid bitte nicht verwirrt, ihr werdet das später sehen, was ich meine, das sind ja nur 2 Briefumschläge, so, wo die Seiten später dazwischen sind. Und wenn das zu dick wird und wenn das Äußere zu dick wird, dann habe ich später ein Problem, dieses Journal zu schließen. Und das ist mir zwischendurch so in den Kopf geschossen, dass ich gedacht habe, uiuiui, bloß nicht zu viele Taschen da außen machen, wo man dann später noch was reinstecken will. Denn ansonsten könnte man wirklich Probleme kriegen, dieses Journal später zu schließen. Man könnte natürlich das mit irgendwelchen Hilfsmitteln schließen, Bänder oder sonst irgendwas. Nur, wenn ihr bedenkt, diese Briefumschläge sind ja nur aus Papier. Und auch wenn ich den Rücken später noch etwas verstärken werde, wie ihr seht, kann es sein, dass mir der reißt. Deshalb, bitte, bitte, mein Tipp, macht das nicht zu dick und steckt da nicht zu viele Dinge in diese einzelnen Taschen rein, beziehungsweise nehmt nicht mehr als 2 Briefumschläge zusätzlich außen um die anderen drumherum. Hier seht ihr jetzt, wie ich von einer Einkaufstasche mir einfach so ein kleines Stückchen hier abreiße. Das ist einfach so ein relativ stabiler Stoff von so einer ganz normalen Jute-Einkaufstasche. Dieses klebe ich jetzt zwischen den ersten und zweiten Briefumschlag, den wir da aneinander geklebt haben, innen rein. Und ich habe mir dann überlegt, ich will das auch außen machen. Also ich glaube, in Barbaras Video macht sie das nur innen, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Aber ich habe mir gedacht, nein, ich muss das auch außen machen, egal wie sie das tut. Ich habe mir das dann nicht nochmal angeguckt. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie das macht. Aber ich habe mir gedacht, ich will das so stabil wie möglich haben, dass mir das da später nicht auseinanderreißt. Ich hatte wirklich Angst. Also das kann man nicht anders sagen. Ja, also hier in diesem kleinen Schlitz, wo jetzt dieser Stoff aufgeklebt ist, kommen nun die Seiten rein. Hierfür habe ich mir so teegefärbtes Papier genommen und habe das einfach per Augenmaß abgemessen, sodass es ein bisschen kleiner ist als diese Briefumschläge. Also dass es eben nicht oben und unten rausschaut, logisch. Das kann es auch nicht, weil das ist jetzt hier DIN A4 und das kann nicht passieren, weil so ein DIN A4-Blatt passt ja in so einen DIN-Langumschlag rein. Das heißt, da braucht man bei der Höhe nicht aufzupassen. Aber wenn ihr das dann so abreißt, müsst ihr natürlich aufpassen, dass die Seiten nicht zu breit sind. Ansonsten könnt ihr das später nicht mehr schließen. Das kann man aber ganz leicht ausprobieren. Ich habe jetzt hier 4 Blätter genommen. Und wenn ich das dann da so reinstecke, dann sehe ich, dass ich das gut schließen kann und dass es auch jetzt nicht zu dick ist. In der Zwischenzeit habe ich dann da nochmal drumherum genäht, an den Stellen, wo Nähen möglich war. Selbstverständlich kann ich nicht an allen Stellen nähen. Ich kann jetzt nicht alle diese ausgeschnittenen Bilder komplett umranden, denn sonst verschließe ich mir ja meine Taschen, die ich da durch die Briefumschläge habe. Deswegen habe ich nur da genäht, wo es eben möglich war, ohne diese Taschen zu verschließen, weil ich das einfach eine schöne Optik finde. Und auch bei dem Rücken jetzt, da bei diesem Stoffstückchen, da schaut mir das jetzt irgendwie so ein bisschen mehr nach Buch aus, wenn da noch so eine Naht drüber geht. Vorher war das so ein bisschen nackt irgendwie, hat ein bisschen komisch ausgesehen. Das könnt ihr aber natürlich machen, wie ihr wollt. Und jetzt habe ich mir einfach nur meine Seiten genommen, habe mir die an der richtigen Stelle da reingeklemmt und habe jetzt auch gleichzeitig die beiden äußeren kleineren Briefumschläge mit den Büroklammern da direkt befestigt. Also ich habe alles mit den Büroklammern so verbunden, wie es später dann sein soll. Das habe ich deshalb gemacht, weil ich jetzt dann besser sehen kann, wo ich die Löcher machen muss. Ihr seht schon, ich habe die Löcher jetzt per Augenmaß gemacht, aber so, dass sie alle Teile erwischen, dass selbstverständlich die Seiten alle da drin sind, die beiden Briefumschläge, die da zusammengenäht sind als das Cover und vor allen Dingen die beiden äußeren Briefumschläge. So habe ich nicht das Problem, dass ich da jetzt irgendwie noch überlegen muss, wie ich die äußeren Briefumschläge da dran kriege. Also ich habe mir da meinen Job jetzt ein bisschen leichter gemacht. Barbara hat es, glaube ich, in ihrem Tutorial etwas anders gemacht. Aber ich habe mir gedacht, das ist der einfachste Weg und wenn ich das sicher da dran kriege, ohne dass es mir abfällt, dann kann ich das vielleicht auch auf diesem einfachen Wege machen. Ja, so schaut das Ganze jetzt aus. Und jetzt habe ich mir überlegt, jetzt könnte man natürlich diese einzelnen Elemente dieses kleinen Mini-Journals noch ein bisschen verzieren. Dafür habe ich mir jetzt eben nochmal dieses Wort Loaded Envelope vor meinen
vor mein geistiges Auge gebracht und habe mir gedacht, okay, wir machen jetzt mal irgendwo hier hin ein paar kleine Taschen, sodass diese Envelopes, also diese Briefumschläge, aus denen dieses Journal besteht, irgendwie in einer Art und Weise befüllt sind. Dafür habe ich mir jetzt erstmal diese kleine Tasche da ausgeschnitten und dieses kleine Element, was auch aus diesem Ephemera-Pack von meinem Hexenprintable stammt, und habe das da so relativ zart dekoriert. Im Hintergrund seht ihr, das ist so ein abgeranzter Notizblock, der da digital von mir da eingefügt wurde in dieses Papier, und ich wollte diese Optik nicht zerstören. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Papier gibt schon so viel her, dass man da manchmal denkt, ich kann das jetzt da nicht draufkleben, und ich habe mir ja was dabei gedacht bei dem Design dieses Papiers. Deswegen habe ich selber oftmals so Probleme, irgendwas da drüber zu kleben, weil für mich schaut die Seite ja fertig aus. Das ist ja irgendwie logisch, oder? Also dieses Element von dieser Seite schaut für mich fertig aus. Und wenn ich selbst da irgendwas drüber klebe, dann habe ich immer so ein ganz komisches Gefühl. Deswegen habe ich das so ein bisschen sparsam gemacht. Ich weiß, dass euch das total anders geht, und das ist auch gut so. Ihr seht das selbstverständlich mit komplett anderen Augen als ich. Und bitte macht mit diesem Papier, was ihr wollt, und klebt da drüber, was ihr wollt. Ich finde es ja selber auch total spannend, was ihr daraus macht. Aber ich wollte euch nur erklären, warum das bei mir manchmal so ein bisschen sparsam ausfällt. Ja, ich sehe das halt einfach mit ganz anderen Augen, als ihr das seht. Deswegen habe ich jetzt hier beschlossen, die rechte Seite mit dieser kleinen Petroleumlampe und dieser Blume so zu lassen und einfach auf der linken Seite nochmal so einen kleinen, in Anführungsstrichen, Loaded Envelope zu machen. Dieser hat jetzt eben nur eine Tasche, hat aber relativ viele Elemente, wie diese kleinen Journaling Cards und die Tags mit drin. Dazu sei vielleicht gesagt, das, was ich jetzt hier gerade ausschneide, ist die Originalgröße des Ephemera Packs. Also das ist jetzt ganz normal auf DIN A4 ausgedruckt. Diese kleinen Tags, die ihr eben gesehen habt, die habe ich auf der Hälfte der Größe ausgedruckt. Und das ist für so ein kleines Projekt wie dieses kleine Journal vielleicht auch kein schlechter Tipp. Wenn ihr da jetzt normale Seiten habt, seht ihr, das passt von der Höhe natürlich perfekt. Also diese DIN A4 Seiten passen von der Höhe perfekt auf diese Umschläge. Aber diese kleinen Taschen sind natürlich relativ klein. Deswegen kann man manches Ephemera dann vielleicht in der Hälfte ausdrucken, in der Hälfte der Größe meine ich, sodass das dann gut in diese kleineren Briefumschläge passt. Ja, dann habe ich noch überlegt, ich möchte das jetzt gerne irgendwie verschließen und irgendeine Art von Verschluss machen. Ihr wisst vielleicht, ich habe ja, während ich diese Adventskalender-Videos aufgenommen habe, noch dieses Hexenjournal gemacht. Und da hatte ich noch ein paar Perlen übrig und ein paar andere Elemente, die ich dafür mir gekauft hatte, und habe mir gedacht, okay, das passt vielleicht ganz gut dazu, und jetzt waren da welche übrig. Deswegen habe ich mir jetzt hier diese Schnur genommen, um jetzt gleich diese Perlen da dran zu befestigen als eine Art kleines Highlight. Und ich finde, diese lilanen Perlen passen so schön zu diesem Papier, ich musste die einfach da verwenden. Jetzt habe ich mir hier in der Mitte der Signatur so ein kleines Schnürchen befestigt, sodass ich das da drum herum wickeln kann. Das ist jetzt vielleicht etwas verwirrend, denn ihr denkt, ja wieso, wenn ich das jetzt da drum wickle, dann kann ich das ja später nicht mehr öffnen. Wartet ab. Das ist hier so ein bisschen Luise Spezialtechnik, was ich da jetzt gemacht habe. Ich versuche jetzt erstmal in dieses Metallblumenelement diese Perle reinzukriegen. Ich wollte unbedingt diese Perle in der Mitte von dieser Blume haben, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich da ein bisschen habe ich also geflucht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil erstens mal war der Faden zu dick für meine Nadel. Ich konnte aber keine dickere Nadel nehmen, weil die nicht über durch die Perle gegangen ist. Und so habe ich da etwas umeinander fuchteln müssen, bis ich das da drin hatte, sodass dann diese Perle in der Mitte dieses Blumenelementes hängen kann. Den restlichen Faden habe ich dann an diesem Blumenelement so befestigt, dass es eben ja nicht zu stramm und nicht zu locker ist. Wie soll ich euch das jetzt erklären? Ihr wisst schon, wie ich das meine. Sodass das einfach da nicht umeinander schlackert, diese Perle, aber dass es eben auch nicht zu fest ist. So, und dann habe ich da eben den Rest des Fadens, wie gesagt, da so dran geknotet, dass das einigermaßen ästhetisch aussieht. Vielleicht war das ein bisschen der falsche Faden, ich weiß es nicht. Das war sehr mühsam, aber ich fand den von der Farbe und so vom Feeling her irgendwie ganz cool für dieses Projekt. Der war jetzt mir nicht so dick, weil ich wollte jetzt auch nicht da irgendwie so eine fette Schnur da drumherum binden, weil das erschien mir jetzt irgendwie viel zu klobig für so ein kleines Journal, und vor allen Dingen für die Optik dieses Papiers war es mir ein bisschen unpassend. Ja, ihr müsst da mal ein bisschen rumexperimentieren, wenn ihr das machen wollt, was für eine Art Faden ihr da nehmt. Beziehungsweise, ja, ihr müsst ja auch nicht unbedingt dieses Blumenelement da vorne drauf machen. Ihr könnt da vorne dran auch irgendwas anderes tun.
Ich verlinke euch auch Barbaras Video unten in der Infobox, sodass ihr euch das auch nochmal anschauen könnt, wie sie das gemacht hat. Vielleicht findet ihr da auch noch die eine oder andere Idee eben für dieses vordere Dekorationselement. Man könnte es natürlich auch komplett nackt lassen, ne? Es ist ja irgendwie klar. Ja, jetzt habe ich das da mal so drum herum gewickelt und dann habe ich einfach nur am Ende von diesen Schnüren auch noch 2 so Perlen aufgefädelt, also jeweils eine an jeder Schnur, denn ich wollte, dass das erstens mal noch so einen kleinen Zusammenhang gibt zu diesem Blumenelement und zum anderen schaut das, finde ich, immer ganz schön aus, wenn solche Schnüre nicht so nackig da irgendwo rumhängen, sondern wenn am Ende solcher Schnüre noch so ein kleines Element ist. Und ich finde, so eine Perle, die macht dann teilweise schon wirklich einen riesen Unterschied. Seht ihr das? Ja, das ergibt jetzt auf einmal irgendwie einen Zusammenhang. Vor allen Dingen sind jetzt 3 Perlen da. Eine ungerade Anzahl von den in Anführungsstrichen gleichen Dingen, finde ich, macht immer einen sehr großen Unterschied. Vor allen Dingen, ja, wenn diese Sachen nicht gleich groß sind, jetzt haben wir da die Perle in dieser Blume, die ist etwas größer, und die anderen 2 kleinen Perlen. Jetzt könnt ihr das so nach unten ziehen, haha, voll der Clou, sodass jetzt beim Öffnen dieser Verschluss, der sich eigentlich in der Mitte der Signatur befindet, so nach unten hängt. Jetzt zeige ich euch hier nochmal kurz, wie das jetzt so von innen aussieht. Und jetzt seht ihr auch gleich nochmal, wie ich das da innen gemacht habe. Also da, ja, das war jetzt ein bisschen schnell, Entschuldigung, hängt dieser Faden unten runter, sodass es dann beim Umblättern, wie ihr jetzt gesehen habt, nicht stört. Hier haben wir nochmal diese ganzen kleinen Elemente und ja, so ist das. Ihr könnt da drin natürlich jetzt auch hier noch Dinge verstecken, die man nicht so auf den ersten Blick sehen soll. Das finde ich auch nicht schlecht, wenn man da vielleicht auch ein paar so persönliche Briefe oder persönliche Erinnerungen, Fotos und so weiter reinstecken kann, was nicht gleich jeder so auf den ersten Blick sehen soll. Und dann kann man das hier wieder so hochschieben. Jetzt ist dieser Faden wieder da, wo er vorher war. Und dann kann man das hier wieder so verschließen. Ich weiß, diese Art von Verschluss ist etwas unkonventionell. Aber ich habe mir gedacht, warum soll man das nicht so machen? Ich habe mir gedacht, auch zum Thema Hexen ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt die schlechteste Idee, so einen Verschluss zu machen, der nicht so ganz üblich ist, wo man vielleicht auch ein bisschen nachdenken muss, wie man das Ganze öffnet und schließt. Ja, wenn ihr hier aktiv mitmacht bei diesem Adventskalender, freue ich mich erstens sehr und zweitens muss ich nochmal sagen, vergesst nicht, eure Schnipsel einzusammeln, denn diese brauchen wir am 24. für das letzte Tutorial. Hier haben wir natürlich jetzt sehr interessante Schnipsel, weil von dem Printable relativ viel übrig geblieben ist. Aber das kommt jetzt mal alles hier rein und ihr werdet dann sehen, was wir am 24. damit vorhaben. Ja, ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schimpft jetzt nicht mit mir, weil es doch ein etwas größeres und etwas zeitaufwendigeres Projekt ist. Aber das könnt ihr natürlich auch euch erstmal angucken, euch freuen und das dann nach Weihnachten noch machen. Für alle, die gefragt haben. Ja, die Videos bleiben auch nach Weihnachten auf meinem Kanal. Selbstverständlich könnt ihr das auch nach Weihnachten noch machen. Ich werde sie nicht löschen. Das sei mal gesagt für alle, die da etwas in Panik verfallen sind, weil sie jetzt eventuell keine Zeit haben, um diese Tutorials nachzubasteln. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen hoffentlich. Bis dahin, alles Gute und tschüss.